Goedemorgen Sola. Dit is een goede tijd, om te begrijpen, lieve kjoakj, lieve vrienden, lieve geschwister am Herrn, en wo immer je bevinden. Für mich ist das wahrscheinlich von Deus morgens über dessen Weg nicht zu kommen. Wir haben von Deus ein wunderbarer Thema, das ist Gott siene Harlichkjeit oppe Ieed. Und dort werden wir von Deus bekicken und die waren surprise sein, was in Epheser Kapitel 4 von 10 bis 16 steht. Das ist wunderbar. Ich heiße Ihnen willkommen zu dieser Botchaf in der Bibel. Und wir wollen anfangen mit das erste eng lesen und dann wollen wir beten. Und dann gehen wir in diesem Thema nennen. Seid mit uns, lud jene Freunde, nachher irgendwann Zeit, jene Freunde zu laden. Und ich glaube, alle taub merken wir im Gottesdienst noch viel mehr wird. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und ich war nicht froh, dass sie kommen und sie wird den Aufschnitt lesen von Epheser Kapitel 4 von 10 bis 16.
Met je Bibelen open, Epheser Kapitel 4, en de jene plottische Bibelen han op 1171 Seite. Vers 10, wat saß 10. Dat sagt so, hoi, de Roftheim, as de waren abfahren deed, weit über alle Himmel, wils hij soll met seine Macht en Harlichkjeit de ganze Welt fällen. Seine Guven wären diese, dort hij einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hort und einige als Lehrers anstellen der. Dit deed hij am all Gott seine Kinder zum Christendienst recht zu merken, wo der Christus sein Körper dort als der Gemeinde gebüht wird. Wat wir alle eine Einigkeit im Glauben und Erkenntnis an Gott seinen Sehen kommen, dort wie vollständige Menschen in Christus sind, so wie dort Christus bei uns eint in alles ist. Wils wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen, und so aus den Wahlen vom Wind hin und her geschmeten worden, durch ihre Lehren, womit sie die Menschen verleiden. Wir müssen in einen Live-Tool den Geist der Wahrheit verbreiten, und wir müssen in alles abpassen, in Christus ähnlich zu werden, der uns Hopp ist. Wir müssen in alles abwassen, in Christus ähnlich werden, der uns Hopp ist. Und je Christus seine Kontrolle passen, alle Glieder am Körper taub, und der ganze Körper wird durch passende Gelenke taub gehauen. Und wenn jeder Glied das, was das soll, dann ist du ein Gott sein, so dass der Körper wächst und abgebüht wird. Laten wir noch taub beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Herrlichkeit. Herr, du bist würdig zu nehmen, Lobpreis und Dank für alle Ewigkeit. Herr, das Tag hast du für eine wunderbare Ursache gemerkt. Und du hast uns Leben geschenkt, am Port zu sein von ein wunderbares Wort von der Samaris. Himmlischer Vater, ich bete, dass in jedem einen Segens, Segen der evangelische Kirche von der rundherum Welt. Ich bete, dass du die abbühen wirst, dass du die Kraft geben wirst in dieser Zeit, wo wir sind, dort wir worden in guter Zeit haben, wo wir uns erjatzen in die. Dass wir uns nicht so sehr in die Probleme nennen, sondern dass wir uns nennen in die. Wo groß, wo mächtig du in all deine Herrlichkeit bist. Herr Jesus, gib uns Weisheit zu verstehen, was du in dein Wort geschrieben hast von dir. Ich bete, dass du wirst in jedem einen fallen mit dem Heiligen Geist, und ich bete, dass in jeder eine Wort mit einem offenen Verstand sein, zu horchen, was dein Wort sagt, und im Horten abzunehmen. Jesus, danke schön für mit uns sein von der Samaris. In Jesus in Namen. Amen. Amen. Sei ja gut, dass wir gelesen haben, in Epheser Kapitel 4 von 10 bis 16, haben wir ein wunderbares Eng. Und ich freue mich, ein paar zu sein von dem Eng, wegen ich möchte dort, dass Gott immer mehr verherrlicht wird auf diese Ieed. Und dort er mehr wird, und dort ich in du weniger. Diesem Thema geht dort Jesus, dort geht Gott, dort geht mir und die in der Kirche hier so auf diese Ieed. Aus Anleitung will ich sagen, dass der Epheserbrief wird geschrieben von Paulus. Der Brief, den Epheserbrief von dem Gefängnis von Paulus geschrieben. Paulus wird in Rom im Gefängnis. Und das Brief wird geschrieben 62 Jahre nach Christus Zeit. Und Paulus schreibt diesen Brief in einer Zeit, wo sein Leben meist ein eng hat. Paulus hat 3 große Missionsreisen gemacht. Und nun möchte er nach einer Reise nach Rom, aber aus dem Gefangenen. Er wird im Raum festgenommen von der Römer und durch so nahm er Zeit zum Schreiben. Ich möchte bloß die Frauen, wenn du in so einer Zeit wirst, und du wirst im Gefängnis, du wirst fast, wo wirst du daunen? Wirst du dich konzentrieren, wirst du dich bejammern, wirst du die Selbstmitleid haben, oder wirst du mautlos sein, wirst du jammerieren haben, und zum
nicht daunen und bloß zu kritisieren, wo schlechte Menschen alle gehandelt haben mit die. Paulus, die nicht. Er nahm sich Zeit für die wichtige Sache. Thema Menschen, even so, wenn er im Gefängnis war, nahm er sich Zeit, Gottes Wort zu lehren. Zu der Zeit hatten die Menschen noch nicht Bibeln, aber sie können horchen und lesen. Wenn sie diesen Brief kriegen, dann hören sie Gottes Wort. Und wir wollen hier so eigentlich nennen gehen, und den großen Auftrag, der große Auftrag von unserem Herrn Jesus wird hier so von Paulus mit mehr Einzelheiten bestätigt. Hier sind viel mehr Einzelheiten, wenn wir wurden in Matthäus Kapitel 28 von 18 bis 20 lesen, dann ist dort so sehr einfach und kort beschrieben. Aber hier so, sei wie dort viel mehr Einzelheiten angedungen sind. Viel mehr Einzelheiten. Und schau mal, das erste Part, wo es sagt dort, hei, der raufkam, als die waren abfahren, wie über Himmel. Wils hei soll mit seiner Macht und Herrlichkeit die ganze Welt fallen. Kannst du dir vorstellen? Dass erstens von die wurde raufkam, als die waren abfahren, und das ist Jesus gemeint. Der kam rauf, der fuhren ab, und dann redet hier so von Jesus. Und hei soll mit seiner Macht. In Matthäus Kapitel 28, Vers 18 sagt es, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Ieed. Und mit dieser Macht soll die ganze Welt fallen. Diese Herrlichkeit, dort wird die Scheinheit von Gott sehen, yes. Diese Herrlichkeit. Einmal habe ich gleich eine gute Idee, was ist Herrlichkeit? Einmal bekickt wir uns hier so Dinge ab Ieed, even die Natur, und dann sagen wir, das ist aber herrlich. Wenn Menschen haben, was wunderbares, schmackes, straumet gemerkt, dann wo wir sagen, aber das ist herrlich. Oder wenn wir irgendwo in einer Gegend sind, und wo das Schein geht, und das fällt sich so frei, und das fällt sich so open, und das fällt sich so aus, du hast alles zu haben. Und wo wir sagen, oh, wird das nicht herrlich? Aber weißt du was, hier so geht das nicht um materialische Sachen. Das geht hier so nicht um physischen Schmuck. Hier so geht es um die Scheinheit von Gott. Die wird aus Gott seinem Charakter rückkommt und sich bewiesen durch die Menschen. Und das, wo wir uns das hier so reden, das von mir und die. Und wenn ich und du haben Jesus angenommen, dort ist so aus dieser Herrlichkeit von Jesus, die kann ein Mensch kreinen, den kann dem herrlich merken. Das ist wunderbar, wenn ein Mensch ein christliches, gutes, schönes Leben leben wird. Das ist eine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit von Jesus in der Macht, die soll diese Welt fallen. Aber dort will Gott durch mich und die. Seine Gaven wären diese. Und es sind 5 Gaven, was er geben wird, um die Welt zu fallen mit dieser Herrlichkeit. Und dann sagt er hier so, diese Gaven wären diese. Dort er einige als Apostel. Oh, Apostel? Von dort hier wird nicht sehr viel von dir. Und von diesem Tag sind so sehr viele Lehrende, die würden einfach sagen, no, das ist kein Apostel mehr. Und dann sagt er hier so, und einige als Propheten, dann würde Charakter dort sein. Einige als Propheten, no, Propheten von diesem Tag, no, sonst das darf das nicht. Bueno, wir wurden dort ein kleines bisschen bekicken. Ich glaube, dort ist noch vollständig Charakter, wo wir uns, wenn es Paulus, der wird seine Arbeit misskriegt allein. Hat er misskriegt bei dem Sterben, dann schreibt er diesen Brief, dann sagt er, das sind Gaven für die Gemeinde. Und wir wollen das sein, dass wahrscheinlich sind durch so Nummers gewechselt.
Aber dort diese Goven, du sind noch einmal charakterselbe Goven. Und wir wollen dort noch mehr kurz in Einzelheiten bechecken. Dann sagt er das einzige Evangelisten, okay, du sagst, habe ich kein Problem mit. Kein Problem mit, ja, Evangelisten, ja, dort fehl. Und dann, wo wir sagen, einige aus Horz, ja, Horz, das sind die Pastores, ja, das sind kein Problem, das ja, das gut. Und einige aus Lehrers anstellen deit. Lehrers, ja, aber ja, sei wie ein Teil, sind ein Teil Lehrers. Und einige Menschen, die lehren, wenn sie lehren machen, nicht unbedingt, wenn sie die Gove haben, aber die lehren. Und die haben etliche Fähigkeiten in der Weiten, wo sie ein Mensch können, was beibringen. Aber sind nicht unbedingt begufte Menschen. Aber wenn ein Mensch wirklich beguft ist als ein Lehrer, dann sei wie dort wirklich, wow, das Mensch, der kann das rückbringen, das kann bloß Glück in meinem Hort, und das bleibt doch wirklich im Hort, und das bleibt doch satten. Denn sie kann das auf wunderbare Weise rückbringen. So, das sind 5 wunderbare Gaben, was Gott gegeben hat für die Gemeinde. Und mal, wir wollen dort in Einzelheiten bechecken. Das erste Saus in das Fall sagt, dass einige sind gegeben als Apostel. Wir werden bloß ein bisschen bechecken, was ein Apostel wie und wo der beschrieben ist. Ein Apostel ist einer mit einem besonderen Auftrag. Wenn wir uns bloß ein kleines bisschen bechecken von verschiedenen Aposteln. Was ist ein Apostel? Was für ein Apostel? Einfach wir uns das erste ein kleines bechecken von Jesus kam, ab Ieed in als ein Apostel. Das sagt in Hebräer, sagt das klar, Hebräer Kapitel 3, Vers 1, wenn ihr das wollen lesen, da wollt ihr sehen, dass Jesus wird ein Apostel genannt. Wo wir uns, wenn es wird geschickt vom Himmel, ab Ieed der Welt zu raten. Das Wort Apostel meint eigentlich, dass er ein Geschickter wird. Der Apostel wird ein Wort, ein Geschickter mit einer wunderbaren Botschaft, mit einer eindrucksvollen Botschaft, mit einer wunderbaren Gabe, ein Geschickter. Dort wird ein Apostel, und Jesus wird einer als ein Apostel, der geschickt wird vom Himmel, diese große Botschaft auf diese Erde zu bringen, mit einem Leben zu beweisen, um die Welt zu retten. Paulus wird ein Apostel. Einer, der den Auftrag kriegt, der goldene Nachricht von Jesus nur die Völker zu bringen. Und nur die Kleinen. Das wird ein Auftrag, und Jesus selbst sagte zu Paulus, go, das ist deine Arbeit. Das wird nicht, dass er dann nicht bloß nur die Herden ging, aber er hat auch immer, wenn er in der Stadt kam, dass er immer das erste nach den Juden ging und brachte das erste das Wort. Das nächste, Petrus wie ein Apostel, wo der gute Nachricht von Jesus nur die Juden und nur die Herden im Fall von Cornelius bringen da. Er ging auch nach Samarien und durch so die Hängerbleiben ab Lied, die gläubig geworden werden, und die so mit Wort bedienen da. Aber er wird ein Abgedrehter. Er hat einen Auftrag von dem Herrn gekriegt, das zu tun. Und das ist ein Apostel. Einige würden sagen, no, Aposteln sind bloß die, die Jesus gesehen hat. Weil ich bin persönlich nicht so sehr ganz mit angestimmt, und ich sage, du weißt ja, dass das hier so in der Bibel so steht, dass die Aposteln, die abgenannt sind in der Bibel, das sind die Leute, die Jesus persönlich gesehen haben. Paulus, er sieht, er wird eigentlich nicht von den Aposteln, die 12 Aposteln, sondern von Jesus selbst. Den Apostel Jesus hat er selbst gelehrt. So er hat ihn gesehen und er wird bei dem dritten Himmel gekommen. Und das ist wunderbar. Aber Petrus wird ein Apostel. Und eine Apostel ist besorgt, dass Lied, wo unterbrochen wurden, so als eine kjoakj. Das ist eine Arbeit von einem Apostel. Der bringt das Evangelium, der bringt eine Lied neuen Falsch, und es besorgt, dass Menschen, wo unterkommen, wo die geholfen wurden. Sie merken sehr vielmals,
der erste Arbeit, das wird ein Apostel. Und mal, dann haben wir auch diese 12 Apostel. Mal, wir sind in der Apostelgeschichte, wenn wir die bekicken, da kommen nicht wirkliche Lied für von diesen 12, oder von der 11, dass wir die sterben. Aber die kommen nicht für aus große Lied, die du so rangingen, das Evangelium bringen, so aus Petrus und Paulus. Aber wir sind Apostel. Apostel seine Arbeit ist, von Gott in Raub zu haben und die Botschaft von ihm wiederzubringen. Das ist, was die Bibel lehrt von Apostel. Und der Sonne habe ich von der viel. Und weißt du was, und dann will ich noch sagen, bet, dass Gott noch mehr raupen wird für diese Arbeit. Dass die wollen gehen und Menschen das Evangelium bringen mit Kraft und von der himmlischen Macht. Dass Menschen sich wollen bekehren und dass immer mehr evangelische Kirchen wollen geplant worden. Wenn's das wird Paulus in Arbeit. Das wird ein Apostel. Von der, wo wir vielleicht aus einer Weltmissionar sein vielleicht. Ein weltreisender Mann, der du so vielleicht predigen deit. Ich weiß nicht, was wir denn alle würden nennen. Aber die Bibel nennt so ein Lied als dort ein Apostel. Und nicht bloß so eine. Wir würden das einmal so aus ein großes heilige Ding sein. Wir haben den Namen bloß verwechselt. Aber wenn wir das sein, wo die Aposteln werden, dann sehen wir dort, dass diese Gaben sind von der noch krack so und viele Lied. Das kann wir gleich ran. Der nächste Ding, was wir wollen bekicken, das ist von Propheten. Ein Prophet wird ein Lied, was diese Autorität gekriegt haben, sind falsch auf dem rechten Weg zu wiesen. In het oude Bund, wenn wir bekicken, was ein Prophet wir, dann sehen wir dort, das Prophet, der wisst die Vergangenheit von einem Volk. Und er wisst die Gegenwart. Und dann ab die Vergangenheit in die Gegenwart, da Gott zu dem Prophet reden, und dann muss das Prophet entweder oder eine gute Botschaft oder eine strenge oder eine strafende Botschaft bringen. Ob die Vergangenheit in der Gegenwart oder was in der Zukunft wird. Dort muss er predigen. Er muss den Menschen dort wiesen, guck mal, von wo sind wir gefallen? Von wo sind wir durch die Hand gekommen, wo wir nicht gut sind? Und guck mal, wenn wir nicht andrehen. Guck mal, dasselbe Beispiel haben wir in den Kirchen, in den 7 Kirchen in Offenbarung. Dass Jesus immer wieder sagt, bekickt, von wo ihr gefallen sind. Bekickt den besten in der Vergangenheit. Und dann dreht um. Und kommt rein zu Gott. Und wenn nicht, dann wird das kommen. Von der sind in dein Lied, die du so Details gedonen. Von der, wo wir nicht so sehr sagen, dass Gott uns so sehr durch einen Traum oder durch eine Vision oder durch eine Stimme zu uns reden, sondern wir haben in Gottes Wort, der wisst uns, ab einem Fall, wir haben einen ganz großen Teil in der Bibel, wo wir sehen, wo da immer alle Hunden Vergangenheiten sind, wo die Menschen dazu braucht, dass sie unter Strafe kommen. Oder dass sie gesegnet werden von dem Herrn. So, nun lesen wir die Bibel und mit der Erkenntnis, was wir kriegen in Gottes Wort, in seinem, wo unsere Gegenwart von der ist, dann können wir sagen, was die Bibel sagt, was das bringen kann. Das wird im Prophet seine Arbeit. Sind so eine Lieder dort von der hier? Ja, so eine Lied sind ein Teil von der. Was das tun kann. Auf dem Grund von Gottes Wort. Was immer du so Menschen von der Goven Hand, die Hand
Goven von Gott und die sind ab Gottes Wort gegrenzt. Charakter aus dann, die hatten das bloß nicht so einfach. Die Propheten, die hatten gleiche Gemeinschaft, die würden sagen, na, wir haben auch. Aber das wird ein anderer Weg von Gemeinschaft mit Gott. Die werden einfach mit Gott in eine Gemeinschaft, wo sie Gott seine Stimme hören. Und Gott redet gleich zu diesem Lied. Und sie können dem hören. Und dann gingen sie und brachten die Botschaft wieder. Das kriegst du aus von dir. Bloß von dir redet Gott zu uns durch seine Bibel. Und Gott offenbart uns sehr viel. Wenn wir die Bibel lesen, dann offenbart Gott uns einen ganz großen Teil. Und das ist von dir nicht anders, als dort Jane tut wir. Gott redet zu uns und wir bringen das Wort wieder. Und dort wird die Aposteln ihre abgehoben und dort wird die Propheten ihre abgehoben. Die hatten bloß ein bisschen verschiedene Linien, wo sie arbeiten dürfen. Die Evangelisten, weißt du hast vielleicht gleich Probleme. Das sind so ein Lied, das ist unbedingbar, wo Gott dort schafft, dort ein Evangelist, wann immer die in der Bibel lesen, die kann meist die ganze Bibel nennen, wo das Heilbannen ist für die Rettung von dem Mensch. Das ist, was ein Evangelist ist. Der geht ran und bringt den Menschen die Nähe von Jesus, die gute Nachricht, die gute Botschaft von Jesus, dass die können gerettet werden. Das ist, wie wir uns das sagt in Johannes Kapitel 3, 16, also hat Gott die Welt gelebt, dass er ihnen einzigen Sehen gibt, dass all die an ihn glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben hat. So diese Botschaft von Jesus, dass er ist gekommen, nicht zu verdammen, sondern zu retten, das ewige Leben zu geben, dass die Menschen nicht verloren gehen. Das ist den Evangelist seine Arbeit. Und dann haben wir das nächste, was wir haben, das ist nicht die, das ist eine andere und besondere Gabe, das ist ein Hort. Und das Hort, der hat eine wunderbare Arbeit, aber das ist auch einer, der Gottes Wort wiederbringt. Und besonders nur die Versammlung in der Kirche. Das ist ein Hort. Aber der hat nicht bloß Gottes Wort predigen, aber ein Hort, als Jesus in Johannes 10 in seiner guten Beispiel. Der kennt seine Schub. Nicht bloß beim Namen, aber auch, wo die im Charakter sind. Der schafft an den Menschen seinen Charakter. Der geht und sagt sich doll und redet mit den Menschen. Der hat ein besonderes Hort für den Menschen in der Kirche, mit denen zu sein und die so zu fordern, Mitleid zu beweisen, sich mitfreien mit den Menschen. Das ist ein Hort seine Aufgabe. Und da habe ich kein Problem mit. Ja, das sind die Lied. Aber von der Tag ein Plattdeutsch, wo wir sagen, ach, das ist ein Prediger. Ah, das ist ein Ältester. Das ist ein Diakon. Aber weißt du was, das sind alles Predigers. Aber ich glaube, wenn wir würden den Menschen ein kleines bisschen bei ihren Gaben kennen, und würden unsere Kirchen einteilen mit diesen Gaben, würden unsere Kirchen viel stärker sein. Weißt du was, wenn eins die Kirche in der Hand ein Evangelist in der Kirche, und den nennen den Pastor, ein Hort. Aber ein Evangelist ist nicht wirklich ein Hort. Ein Evangelist ist einer, der durch so dort Heil predigt. Und über verschiedene Wege versucht er das Heil den Menschen anzubringen. Wenn die Kirche einen Evangelist hat, als ein Lehrer, ein leitender Lehrer, das kann eine evangelische Kirche sein, die können viel rückgehen. Aber weißt du was, das sind nicht sehr starke Bühnenlied. Jesus hat gesagt, Gott und Lied und alles holen, was ich ihm befohlen habe. Dort, wenn wir das wollen tun, Lied und alles holen, was ich ihm befohlen habe,
Freund, Geschwister, Pastores oder wer immer je sind, wir brücken uns an sich. Ich habe 2 Goven. Evangelische Gov, Evangelist und ein Lehrer. Ich bin nicht ein Hort. Und ich mag bloß sagen, wir brücken uns an sich, wir als evangelische Kirchen, wir sollen uns an sich uithelpen mit diesen Goven, was wir haben. Und wir haben Lied, die diese ganz kraftige Lied sind, die durch die Welt reisen, in Kirchen, Seminaren geben. Und dort sind die Lehrer. Und die bringen normalerweise diepe Botschaften an Christen, um die Christen abzubühen und auf den festen Grund von Jesus zu stellen. Normalerweise diese Lehrer, das sind doch sehr gute Schreiber. Die schreiben viele Bücher, damit Menschen können lernen, wo sie nicht ankommen können. Und es wird eben über Radio worden gute Lehren gebracht, von sehr großen Lehrern. Diese Lieder sind normalerweise sehr taubereute Lieder in verschiedene Fächer. Wir brücken diese Lehrer, wir brücken die Horts, wir brücken die Evangelisten, wir brücken die Propheten, wir brücken die Apostel. Wenn die das auch so herrlich ist, ein Mensch Apostel zu nennen, oder ein Prophet, dann sieht bloß nicht diese Goven, was sie haben. Und dann brauchst du den vielleicht gleich als einen Apostel nennen. Aber sagen, das sind Prediger, der weiß von diesen Sachen. Wo das schafft in der Gemeinde, wenn die gefallen ist. Wo dieser, die kann die Gemeinde ab einmal abrichten, wenn sie kommt und sagt, wo das ist. Diese Propheten, die können sehr vielmals eine sehr hohe Botschaft bringen, was die gleich euert. Sondern das bewegt ihn hart abzurichten. Einmal nicht. Andere Menschen euren sich bloß, wenn es am Hort angekommen ist, sagt er, oh, dieser kommt dann sie bloß zu richten. Das sind das, wegen einmal die Propheten sehr schlecht anerkannt wird. Wenn sie reden, sehr dreich, sehr klar. Die sind nicht blöd. Einmal sei er plottig, der hat keine Haare abgetan. Und guck mal, und Jesus will mit siene Macht die Welt mit diesen Goven fallen. Und diese Goven will Jesus brücken, oder Gott will diese Goven brücken, zu Wort. Nu gehen wir in den nächsten Punkt nennen. Und hier will ich einfach einen Freund, Geschwister im Herrn, das muss je verstehen, dass diese Goven sind wichtig für die. Erstens will ich zu dir sagen, dass du musst zu einer Kirche hören. Und ich will hier so ein bisschen streng sein zu dir. Wenn du einer bist, die dich noch nicht verantwortlich merkst in deiner Kirche, du wirst nicht geliebt worden, du wirst keine Verantwortung tragen, du wirst einfach los sein. Weißt du, du bist eigentlich so eine Hand, wo du so vom Körper aufgeschnitten ist. Du musst Körper sein, um eine Mittelb sein. Von diesem Tag rennen Menschen von einer Kirche zur anderen. Erst einmal, wenn Menschen in der Kirche über Sinn predigen, dann ändern die Menschen an sich. Aber wenn von der streng über Sinn geredet wird, dann ändern sie die Kirche. Dann gehen sie bloß in eine andere Kirche. Aber von diesem Tag leben wir gerade in dieser Zeit, wo die Menschen durchgehen, wo er an den Ohren kittelt. Die wollen hören, was sie hören wollen. Ihren Glauben proben sie zu brücken, an Gottes Wort zu meten. Wann wir sollen Gottes Wort brücken, um unseren Glauben meten, sei uns der Gott ist oder nicht. Aber von der brücken Menschen ihren Glauben und meten durch mit Gottes Wort. Und proben Gottes Wort und ihren Glauben anzupassen. Und es steht, dass wir unseren Glauben in der Bibel anpassen. Freund, wenn du einer bist, dann will ich dir bloß sagen, du bist für Gott nicht eine glückliche Person. Du kannst dich vielleicht noch sagen, so daunen, dass du eine glückliche Person bist, aber du bist nicht.
wegen Gott seine Ordnungen sind anders. Und ich wollte hier sofort den nächsten ein lesen, was in Epheser Kapitel 4 von 10 bis 16 sind. Schau mal, dass erstens sollen alle Kinder Gottes reingemerkt worden zu Wort, zum Dienst für Gott. Wo kannst du das tun, wenn du sagst, ich will die kleine Kirche hier und wenn ich dann auf einmal wollte verantwortlich worden für irgendwas Wort? Das ist deine Schuldigkeit. Ob seinen zum Lehren, als die das weidet, oder als die das sehr viel schätzt, oder als die das sehr möglich ist. Das ist deine Schuldigkeit, wie eine Kirche zu sein, denen Prediger zu unterstützen, den mitzuhelfen, den zu sehen, für den zu beten, und die Reihe zu stellen, zu lehren von dem. Das ist deine Abgabe. Und das ist Gott seine Herrlichkeit. Wenn du das tust, dann wirst du für Gott eine herrliche Person sein. Das wird so sein, als du bist eine Person, die du so gekrönt ist von Gott. Wenn du bist eine verantwortliche Person. Das nächste Ding, jeder einer soll besorgt an Christus sein Körper, der Gemeinde sein, über die ganze Welt. Wo immer eine Kirche ist, wo immer du der dickste Bibel bist, in der Kirche ist, wo das Evangelium, Gottes Wort gepredigt wird, du sollst die Wellen bei sein. In Port sein, in gute und in schlechte Tiden. Viele Menschen haben zu mir gesagt, wegen starten so eine Person, die hat einen schlechten Charakter und er kommt nicht vor mit dem, also ich renne in eine andere Kirche. Ich will die bloß sagen, dort so eine andere Kirche sind auch Menschen mit einem schwachen Charakter. Und die andere Kirche sind auch Menschen mit Schwachheiten, mit Fehlern, schlechten Charakter. Das bringt die gar nicht in eine andere Kirche. Und ich will dir bloß sagen, dass du bist nicht eine glückliche Person, wenn du von einer Kirche in eine andere rennst. Ich rede nur noch ganz kurz einen Weg mit einer Person und sehe, er wird von einer Kirche weggegangen wegen das. Und dann redet er dann wieder in eine andere Kirche gegangen, dann sagt er, du hast mich mal Wirklichkeit angeschmiert. Nu gehe ich in eine andere Kirche. Ich nahm ihn sehr hart. Und ich sehe, dann ist nötig, dass du die siehst, eine Kirche, wo du weißt, wo Gottes Wort gepredigt wird, und da bleibst du. Und halbst mit, in gute und in schlechte Tiden. So das bist du keine glückliche Person. Und jetzt Rahmen und Räts über evangelische Kirchen, wahrscheinlich wo Jesus Christus der Grund ist, die wo ich über die Kirche reden gehen. Komme bis zu dich bei dir im Gewissen. Aber du wirst dort durchnehmen mit dem Herrn. Und ich habe genug Erfahrungen von solchen Sachen als dort. Und diese Gaben, von diesen 5 Gaben, die Gott angestellt hat, weil Gott brücken, was wir am uns in Einigkeit zu führen, was wir alle im Glauben und Erkenntnis an Gott kommen. Alle in Einigkeit. Einer soll den Glauben. Wo schwor es dort, wenn ein Mensch von einer Kirche kommt, dann hat er dort so gelehrt, dann bringt er in doll Dinge von dort so mit, was er gelehrt hat, was ja nicht Kirche vielleicht von der Ordnung gehabt hat, dann glaubt er, wenn er hier in diese Kirche kommen, dann wird er etliche Dinge annehmen von dieser Kirche, was diese Kirche dort hat. Aber weil jene Ordnungen auch mitbringen und weil Hanen auf diese Kirche soll sich ändern nur jene Ordnungen. Jede Kirche hat seine Ordnungen. Und jede Kirche hat seine Ordnungen, wo wir jetzt. Und weißt du was? Und du bist in so einer Kirche bloß in Trouble. Und es steht, ob du ein Serien bist. Du bringst Schwierigkeiten in die Kirche. Und ich glaube, wie aus evangelischen Kirchen, besonders als Pastores und die Leiterschaften in den Kirchen, die sollen uns einig sein von der, in dieser Zeit, wo viel uns dort passiert, dass wir würden sehr klare Rechtsschnur nehmen. Dass keiner wird abgenommen
nicht anders, als du so wird Ordnung zwischen Gemeindes. Dass jeder eine das Wort gesagt, dass du jetzt gar nicht sagst, wohin, als mit einer Ordnung. Nicht bloß einer, der so an die Kirche geht und noch nicht was verantwortlich nehmen. Das nächste Ding, wo wir uns diese 5 große Abgaben sind, ist das, so dass wir vollständige Menschen in Christus sind. Wir sollen belehrt worden, mein Gott. Und du kannst gar nicht Wirklichkeit lehren. Das ist ein bisschen so, als wenn du von einer Schule nach der anderen hast diesen Lehrer, hast den Lehrer, noch einen Lehrer. Schließlich hast du für jedes Jahr, wo du besser in der Schule warst, hast einen anderen Lehrer gehabt. Und abhängig davon kannst du rücken, weil du nicht ganz schnell was du gelehrt hast. Wir sollen vollständige Menschen sein in Gott seine Ehe. Und dann sehen wir Lied und ja Gott seine Herrlichkeit. Und wir sind hier so bezeugt und Gott will, dass ihr fallen mit dieser Herrlichkeit. Mit gestoppelten, starken Kämpfer, die von Gottes Wort weiten und lehren und andere lehren können. Menschen, und besonders in unserem Hintergrund, von wo wir kommen, wir haben den Eindruck, dass Gott neidig lehren. Aber weißt du, was jeder einer muss lehren? Einmal das ist bloß ein sehr schwerer Weg. Aber der muss lehren. Und wenn nicht lehren willst, kannst du niemals Wirklichkeit in so einem Serien nennen, als wenn die Wirklichkeit oppe ist, und lehrst und abnimmst und sagst, ich will mehr von Gottes Wort. Nicht die selbstverantwortlich und studierst und sein, wo sich das verhält. Und nächstens, wir sollen nicht länger Kinder sein. Gott will haben, wir sollen endlich abgewaschene Lied sein. Die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen, so aus den Wahlen vom Windhahnen hergeschmitten worden, durch ihre Irrlehren, womit die Menschen verleiden. Weißt du, was von der sah wie in dieser Zeit? Dat is meestal zo als de kjoakjen, de brudelen van de Ieed ver, als Pelstje. En mensen ranen, wacht, nu waren wat niet opgekomen en ran ik waren er wat niet. En dat zijn mensen, normale wie zijn dit mensen, die dus niet werkelijk gegrenzt zijn aan Gottes Woord. Dat zijn niet sterke Lied. Die ranen von einer Stadt nach der anderen, wenn sie nicht wirklich Gottes Grund kennen, in Gottes Wort kennen. Normalerweise sind das so ein Lied, wo du nicht diszipliniert sind. Das sind Lied, wo du nicht durchholen in schwere Tiden. Wenn es erst einmal ein bisschen jeden kennt, sind beleidigt ran ich weg. Merkt mich verantwortungslos. Das nächste Ding ist, wir müssen in einem leibtulichen Geist die Wahrheit verbreiten. Das ist kranklich der Ursache, warum diese 5 Gaben da so sind. Die Menschen reitmerken, das Wort Gottes mehr zu verbreiten. Das, wo uns Jesus hat gesagt, bet dem Herrn, dass das mehr Arbeiter gibt. Der alles riepen, kick mal an sich Genodentieten, und meiner Meinung nach, wenn ich die Bibel lese, der ist meist aufgerannt. Wir können dort meten mit den 70 Werk, was Gott sieht, was für Israel bestimmt wird. Ja, wir das sehr leicht bekicken, dann soll wir dort, dass unser Zeit meist da ist. Und was in der Welt passieren, der das beweist, dass diese Genodenzeit auch nicht lang ist. Und bist du eine taubereite Person? Bist du einer, der die Wahrheit verbreiten wird, so als das hier sein wird? Bist du einer, der du so wirklich oppe ist und horch, nur dienen Lehrer, nur dienen Prediger? Bist du einer, der du so oppe ist, das Evangelium zu hören von einem Evangelist? Weißt du, was Lied wie Martin verantwortliche Lied sind? Das ist unsere Verantwortung, mehr und mehr zu lehren. Und das nächste Ding sagt, wir müssen in alles abwaschen und Christus mehr ähnlicher werden.
Jesus hat dort ab so viel verschiedene Wege rückgebracht und gesagt, dort wir sollen so gesonnen sein, als er gesonnen ist. Wir sollen von ihm lernen. Folgt meine Fußstapfen nu. Kommt mir heran und lehrt von mir. Und Jesus sagt jetzt, wir müssen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wir müssen anfangen, mehr und mehr von Jesus lernen und mehr so zu sein als er. Geschwister im Herrn, wer immer gesandt hat, von wo ihr seid, bitte im Namen Jesus, stellt ihn tragen diese Zeit für zu Lotus. Der gute Latz, will ich Ihnen sagen, guck mal, wenn wir diesen Vers lesen, das ist ein Vers, wo du das ganze eng, wovon wir geredet haben, bestätigt. Und guck mal, wenn das Vers wird Wirklichkeit gelebt worden, dort wird Wirklichkeit eine große Herrlichkeit auf dieser Erde sein. Wenn wir würden uns Ansicht anerkennen, als Christen, die Jesus angenommen haben als ihr Herrn Heiland. Und wir würden nicht so einen großen Ansehen haben, von wovon die Kirche kommt, sondern wenn ein Mensch von der Kirche kommt, wo die wahre Geburt gepredigt wird, und die Menschen geben Kinder Gottes Weg in die Hand, ihren Glauben auf Jesus gesagt, in der Hand Jesus angenommen als ihr Herrn Heiland, dann sind dort Kinder Gottes. Dort sind Kinder Gottes. Wenn jana von jani Kirche dort gedonen hat, und ich dort gedonen habe, dann sagen wir automatisch beide aus jana dort gleichen oder nicht, oder aus ich dort gleich oder nicht. Wir sind Kinder Gottes geworden, dort sagt Johannes 1, Vers 12. Aber all die am Abnehmen und an seinen Namen glauben, die haben die Macht Gottes Kinder zu werden. Und der gute Latz des Vers. Und ja Christus seine Kontrolle, so fängt der Vers an, passen alle Glieder taub an einem Körper. Der Kopf, Ohren, Augen, Nase, Mund, Feit, Taien, Maul und Dormen, Hort und Plötz, was immer wir wollen nennen, sind alles Glieder, die wir brauchen in unserem Körper. Wir können nicht ohne diese Glieder leben. Und wenn wir so das würden, einer dem anderen brauchen, als Glieder an einem Körper, so als das hier so der Beispiel ist, noch einmal lesen, und in Christus seine Kontrolle passen alle Glieder taub. Und der ganze Körper wird der passende Gelenke taub gehalten. Und wenn jeder Glied tät, was er soll, dann ist da ein Gott sein, so dass der Körper wächst und abgebaut wird. Nicht von ab eine Stelle nach der andere Stelle rennen. Uns taub holen. Wenn Gott hat eine Kirche geplant, und Gott hat die durch die Hand gebracht, und du hast das Heil gekriegt durch. Du hast Gottes Wort gekriegt durch. Dann sollst du einer sein, der die Kirche verholen aus dem Gold. Und du so bleiben und helfen zu kämpfen in eine gute und auch in eine schlechte Zeiten. Das ist die Verantwortung, Bruder, Schwester. Das ist die Verantwortung. Wenn du wirst glücklich sein. Lieber Bruder, liebe Schwester, ich will aufschließen mit die sagen, das ist nicht, dass es niemals dort gibt, dass ein Mensch sich von einer Kirche in die andere geht. Aber auf ein rechter Weg, nur Gottes Wort nur, dann sind da gute Motive. Gute Motive. Und nicht eigens eine Ursache.
Ik wil beden met die top. Himmlische Vader, ik bid u dat u al deze touw hier als zegenen was. Dat u deze lieden hier aan touw hier en dat het Luther hieren worden. Dat die worden zich verantwoordelijk merken. Erstens falls om glied zu zijn aan dienen Körper. En dat meint dat ze het evangelium aannemen. Jezus opnemen als Herr en Heiland. En geloven vast op Jezus sagt, nicht op de kjoakj. Himmlische Vader, ik bid u dat u ons een sterke grond geven. Wegens du hast gesagt, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11, een anderen grond kan keiner leihen, als die al gelegd is, en dat is Jezus Christus. Himmlische Vader, ik bid u dat u van jou de mensen die dus naar de kjoakj gaan, wordt zegenen. O Herr, bloß dat in de kjoakj gaan is te weten, is al te geloven dat deze lied is een wellig je leven te ändern. Ik bid voor de predikers en ihre verschiedene Abgaben. Ich bete, wir wollen treu sein in unserem Lehrdienst. Dass wir nicht bloß wollen horchen, was gleichen die Menschen und an dort predigen, was Menschen gleichen. Aber dass wir wollen abrechte Personen sein. Himmlischer Vater, ich sehe alle Prediger in ihre verschiedenen Abgaben. Geef in, dass sie wollen Menschen in der Kjoakj haben, die die Prediger ihre Hände herhouden. Zoals Aaron zijn Moses deed. Himmlische Vater, zegen de kjoakj in de wereld. Zegen die Gemeinde. In Jezus zijn naam. Amen. Ik wens je alle Gottes zegen. So